Wir befinden uns im späten 15. Jahrhundert, einer Ära der mutigen Entdecker, majestätischen Schiffe und der rätselhaften neuen Welt. In den prunkvollen Hallen von Tordesillas in Spanien kamen die zwei zu der Zeit wohl mächtigsten Nationen der Welt, Portugal und Spanien, zusammen, um über das Schicksal der Welt zu entscheiden. Mit einem einzigen Federstrich zogen sie eine unsichtbare Linie über die Weltkarte, eine Linie, die nicht nur ihr Schicksal, sondern auch das von hunderten Millionen bestimmen sollte. Denn in diesem Vertrag teilten die beiden Mächte die Welt untereinander auf, und das auf höchster Ebene mit Genehmigung des Papstes in Rom. Was sich heute vollkommen absurd anhört, war damals tatsächlich Realität. In einem unglaublich egoistischen Akt versperrten die beiden Staaten die neue Welt den anderen Europäern und ließen sich vertraglich die Herrschaft über die gesamte Welt bestätigen. Und so wurde der Vertrag von Tordesillas eine Abmachung, die koloniale Imperien begründete, Kulturen prägte und die geopolitische Bühne für Jahrhunderte festlegte. Doch wie kam es zu dieser unglaublichen Vereinbarung? Wie sah die Aufteilung im Detail aus und welchen Einfluss hat der Vertrag bis heute? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Das 15. Jahrhundert war geprägt von einer beispiellosen Welle der Entdeckungen und Erkundungen. An vorderster Front dieser Bewegung standen zwei aufstrebende Seemächte, Portugal und Spanien. In dieser Zeit begannen beide Nationen, die Grenzen der bekannten Welt zu testen und nach neuen Routen und Gebieten zu suchen. Denn Mitte des 15. Jahrhunderts veränderten zwei einschneidende Ereignisse Europa. Zum einen führte die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 zum Ende des Byzantinischen bzw. Oströmischen Reiches. Dieser Zeitpunkt wird von vielen Historikern als Ende des Mittelalters angesehen, denn er legte von nun an den Fokus weg von Europa und dem Nahen Osten hin in die neue Welt. Denn nach der Eroberung Konstantinopels war der Zugang zum lukrativen Asienhandel für die Europäer stark erschwert. Und so begannen die Portugiesen, die als eine der wichtigsten Handelsmächte galten, nach Alternativrouten zu suchen. Sie erweiterten systematisch ihr Wissen über den Atlantik, entdeckten die Azoren und Madeira und segelten weiter südlich entlang der afrikanischen Küste. Und überall entlang der Küste entstanden nun portugiesische Außenposten. Denn ihr Ziel war es, einen direkten Seeweg nach Indien zu finden und das lukrative Gewürzhandelsmonopol zu brechen. Und bereits einige Jahrzehnte später sollte es soweit sein. Mit der Umsegelung des Kap der Guten Hoffnung durch Bartolomeo Diaz im Jahr 1488 wurde dieser Traum schließlich Wirklichkeit. Doch lasst uns nun auf das zweite einschneidende Ereignis der Zeit blicken. Hierbei handelt es sich um die Vereinigung Spaniens. Über Jahrhunderte herrschten ja muslimische und maurische Dynastien im Süden Spaniens. Doch es kam zum Kampf zwischen diesen und den nördlichen christlichen Königreichen, die diese Gebiete zurückerobern wollten. Dieser Krieg, der als Reconquista bezeichnet wird, dauerte über 7 Jahrhunderte an, fand jedoch im 15. Jahrhundert schließlich sein Ende. Denn es kam der Wendepunkt im Jahr 1469 mit der Heirat von Isabella I. von Kastilien und Ferdinand II. Von Aragon. Dieser Bund vereinigte die beiden mächtigsten christlichen Königreiche der Halbinsel und setzte den Grundstein für ein vereintes Spanien. Denn 1492 gelang es ihnen schließlich, das letzte maurische Königreich in Granada zu erobern, wodurch der spanische Vereinigungsprozess abgeschlossen war. Und mit der Konsolidierung Spaniens als Vereinigtes Königreich entstand nun eine zentrale politische und militärische Macht, die in der Lage war, groß angelegte Expeditionen zu finanzieren. Und das Ganze sollte auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Noch im selben Jahr entdeckte nämlich Christoph Kolumbus, ausgestattet mit einer großzügigen Finanzierung des Königspaars, Amerika im Namen Spaniens. Und diese parallelen Entwicklungen katapultierten Portugal und Spanien an die Spitze der globalen Machtstrukturen. Ihre Seefahrer und Entdecker legten den Grundstein für ein Zeitalter der Erkundung, das die Kartografie, den Handel und die internationale Diplomatie für immer verändern sollte. Spanisch und Portugiesisch wurden zu Weltsprachen und das Verständnis dieser Sprachen wurde zu einem Schlüssel für kulturelle Integration und Kommunikation mit hunderten Millionen Menschen. Vor allem heute in einer global vernetzten Welt sind Sprachkenntnisse wichtiger denn je. Glücklicherweise habt ihr mit Rosetta Stone, dem Sponsor des heutigen Videos, die Möglichkeit, in die Fußstapfen der Entdecker zu treten und eine neue Sprache zu erlernen und eine fremde Kultur kennenzulernen. Ich konnte so in den letzten Wochen meine Kenntnisse in brasilianischem Portugiesisch weiter vertiefen. Dadurch konnte ich bei der Recherche für das Video noch tiefer eintauchen und habe so ein besseres Verständnis der portugiesischen und brasilianischen Kultur erhalten. Rosetta Stone setzt dabei nicht auf einfache Übersetzungen, sondern entfesselt die natürlichen Sprachfähigkeiten, indem es eine Sprache auf eine möglichst intuitive Weise unterrichtet. So wie wir also eine Sprache auch als Baby oder Kind erlernen. Es geht also nicht darum, lange Vokabellisten auswendig zu lernen, sondern wirklich in die Sprache einzutauchen und die Denkmuster eines Muttersprachlers zu verstehen. So finde ich zum Beispiel die Stimmerkennungsfunktion sehr hilfreich, die es ermöglicht, Fehler zu erkennen und den Akzent zu verbessern. Marido e sua esposa.
Un marido y sua esposa. Marido e sua esposa. Für alle, die nun Lust haben, in eine neue Sprache einzutauchen, gibt es jetzt eine besondere Gelegenheit. Durch einen exklusiven Link, den Rosetta Stone exklusiv für meine Community gewährt hat, könnt ihr bis zu 50% auf alle Abonnements erhalten, einschließlich der lebenslangen Mitgliedschaft. Diese gibt euch Zugang zu allen 24 Sprachen ein Leben lang. Klickt dazu einfach auf den obersten Link in der Beschreibung. Ich kann dabei besonders die lebenslange Mitgliedschaft empfehlen, da es bei Sprachen ungemein wichtig ist, langfristig am Ball zu bleiben und man so in seinem eigenen Tempo lernen kann. Doch damit zurück zum Video und zur Aufteilung der neuen Welt. Denn die Gerüchte von der Entdeckung Amerikas und eines Seewegs nach Indien verbreiteten sich natürlich rasant in Europa und vor allem in Spanien und Portugal. Als Kolumbus nämlich im März 1493 von seiner Reise aus Amerika nach Europa zurückkehrte, war er aufgrund der Wetterverhältnisse gezwungen, zuerst Lissabon anzulaufen. Der portugiesische König Johann II. Erhielt so aus erster Hand Informationen über die Entdeckungen und er schickte umgehend einen Boten an den spanischen Hof, der versuchte, die Gebiete für die portugiesische Krone abzuringen. Portugals König berief sich dabei auf einen älteren Vertrag mit Spanien, demzufolge Portugal alle Gebiete zufallen sollten, die südlich der Kanarischen Inseln entdeckt werden. Und letzteres traf auf die Inseln Hispaniola und Kuba, auf denen Kolumbus tatsächlich gelandet war, auch eindeutig zu. Dennoch lehnten die Spanier entschieden ab, mit der Begründung, dass man ja damals noch gar nichts von den weiter entfernten Gebieten des heutigen Amerikas wusste. Damit wurde aber der Grundstein für den Wettlauf zwischen den Spaniern und Portugiesen um die neue Welt gelegt. Denn beide Königreiche investierten mittlerweile massiv in die Seefahrt, ihr Militär und schickten immer neue Entdecker, um sich neue Territorien einzuverleiben. Doch diese parallelen Entdeckungen führten auch zu immer mehr Unsicherheiten bezüglich territorialer Ansprüche. Wer hatte das Recht, in welchen Gebieten zu handeln? Was passierte, wenn zwei Entdecker beider Seiten ihre Fahne in den Sand steckten? All diese Fragen wurden dringlicher, als klar wurde, dass die neu entdeckten Länder und Seewege von unschätzbarem Wert waren. Und so wandte sich die spanische Krone an Papst Alexander VI., der selbst aus Spanien stammte und der sich prompt auf die Seite seiner Landsleute schlug. Er legte erstmals eine Demarkationslinie fest, um das spanische vom portugiesischen Hoheitsgebiet zu trennen. Die damalige Linie verlief rund 500 Kilometer westlich der Kapverden, was den Portugiesen aber deutlich zu wenig war. Und so trafen sich beide Mächte 1494 im spanischen Tordesillas, um ein für alle Mal Klarheit zu schaffen. Es sollte nun eine dauerhafte und klare Trennungslinie zwischen beiden Gebieten gezogen werden. Dadurch sollten weitere Konflikte zwischen den beiden Seemächten vermieden werden. Und so wurde im Vertrag nun offiziell eine imaginäre Linie gezogen, die den Atlantik westlich der Kapverdischen Inseln von Norden nach Süden teilte. Alle Gebiete westlich dieser Linie sollten von Spanien erkundet und kolonialisiert werden, während die Gebiete östlich davon Portugal zugeordnet wurden. Und auf Druck der Portugiesen wurde die Grenze nun auch über 1000 Kilometer weiter westlich gezogen. Dies erwies sich im Nachhinein als wahrer Glücksfall, denn 1500 entdeckten die Portugiesen offiziell Brasilien, das sich nun eindeutig innerhalb der portugiesischen Zone befand. Viele spekulieren deshalb heute, dass die Portugiesen wahrscheinlich schon früher von der Existenz Brasiliens wussten, es aber während der Vertragsverhandlungen geheim hielten. Dieses Ausspielen sollte aber auf jeden Fall weitreichende Folgen haben, da man so bis heute im größten Land Südamerikas Portugiesisch spricht. Und mit diesen über 200 Millionen Menschen gilt Portugiesisch heute als eine der wichtigsten Sprachen der Welt. Dennoch ließ der Vertrag auch zahlreiche Fragen offen. Denn niemandem war wirklich klar, auf welcher geografischen Länge die Trennlinie genau verlief. Es war damals ja noch gar nicht möglich, einen genauen Längengrad zu bestimmen. Zudem machten die Spanier auch nicht Halt in Amerika und waren immer noch besessen davon, Indien auf dem westlichen Seeweg zu erreichen. Magellan schaffte dies schließlich 1522 bei seiner Weltumrundung, wodurch Spanien nun auch Gebiete in Ostasien beanspruchte. Und so kam es zu einer weiteren Vereinbarung, dem Vertrag von Saragossa. Neben der westlichen Demarkationslinie durch den Atlantik wurde nun auch eine östliche Demarkationslinie durch den Pazifik festgelegt. Und so schien die Aufteilung der Welt nun offiziell abgeschlossen. Doch die Pazifiküberfahrt war höchst gefährlich und so fokussierten sich die Spanier vor allem auf den Aufbau ihres Kolonialreichs in Amerika. Und auch die Portugiesen investierten viel in ihr Kolonialreich in Brasilien. Der Vertrag von Tordesillas legte also den Grundstein für zwei der mächtigsten Reiche der Geschichte, deren kultureller und sprachlicher Einfluss bis heute nachwirkt. Dennoch galt der Vertrag nicht, wie ursprünglich festgelegt, für alle Ewigkeit. Denn schon bald sollten neue Spieler auf die Weltbühne treten, allen voran die Engländer, Franzosen und Niederländer. Und diese scherten sich relativ wenig um die damals festgelegten Grenzen. So, das war's mit dem Video. Kanntet ihr die Geschichte der Aufteilung der Welt? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich sehr bei Rosetta Stone für das Sponsoren des heutigen Videos. Schaut dort gerne vorbei, wenn ihr eine neue Sprache lernen oder den Kanal unterstützen wollt. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.